Heute zeige ich euch mal zwei Weihnachtsdeko-Ideen mit Gläsern. Ja, und mein erstes Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 18 cm und der Durchmesser beträgt ca. 20 cm. In das große Glas kommt jetzt dieses kleinere Glas hinein und das hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 10 cm und der Durchmesser beträgt 9 cm. Bevor ich es aber jetzt platziere, befülle ich das Glas mal zunächst mit etwas Sand, weil in das Glas kommt nachher noch eine Kerze hinein und wenn dann halt im Laufe der Zeit der Kerzenwachs mal die Kerze hinunterlaufen sollte, dann habe ich es mit der Glasreinigung einfacher, als wenn da halt jetzt ja kein Sand drin vorhanden wäre. Letzten Endes ist dann halt der Kerzenwachs auf dem Sand und nicht auf dem Glas. So, und das hier drumherum, das wird jetzt befüllt werden und zwar mit Arizona-Zypresse. Dann habe ich hier Grün von meinem Olivenbaum, habe ich jetzt gerade noch geschnitten. Dann haben wir hier Nobilis-Tannengrün, nicht zu vergessen Wedel von einem Pampasgras. Ihr könnt natürlich auch andere Wedel verwenden, die hat mir jetzt meine liebe Nachbarin geschenkt. Dann haben wir hier Zweige mit Lärchenzapfen und eventuell kommen noch diese goldenen Sterne hinzu. Ich werde die dann aber so einarbeiten, dass man halt diese, ich sag mal, Befestigungen, Hängerchen nachher nicht mehr sehen kann. Ich hatte erst noch darüber nachgedacht, mit Schneepulver auch noch zu arbeiten. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich finde hier kein gescheites Schneepulver. Die Arizona-Zypresse und auch das andere Grün muss ich mir noch zurechtschneiden. Das vom Olivenbaum, das werde ich wahrscheinlich so lassen, wie es ist. Und dann halt immer so, ich sag mal ja, so schichtweise befüllen, wie ihr es halt letzten Endes für schön empfindet. Man kann natürlich auch ganz andere Materialien nehmen. Man muss das ja jetzt hier nicht 1:1 so wie ich machen. Das dient ja hier letzten Endes nur als Inspirationen. Und auch darauf achten, dass dieses Glas hier, ich sag mal so relativ mittig gleich auch da drinne ist. So, dann haben wir jetzt hier die, jetzt wollte ich schon Arizona-Zypresse sagen, Nobilis-Tanne. Die arbeite ich halt so ein, oder ich sag's mal anders, dass die Seite nach oben hin, oder ich sag mal aus dem Glas hinausschaut. Immer halt hier Step by Step, Schicht für Schicht einarbeiten. Und ja, dann haue ich jetzt mal ein bisschen den Zeitraffer für euch rein. Die Kerze, die ich platzieren werde, hat in meinem Fall eine Höhe von 13 cm und der Durchmesser beträgt 7 cm. Ja, und noch mehr werde ich jetzt an diesem Glas nicht einarbeiten und für euch geht es ja direkt weiter mit Glas Nummer 2. Das zweite Glas hat in meinem Fall eine Höhe von 17 cm und der Durchmesser beträgt 15 cm. So, das kann aber jetzt hier erst einmal beiseite, denn ich werde mir jetzt im nächsten Schritt ein Drahtgeflecht basteln. Dazu verwende ich diesen Umtopf und der hat einen Durchmesser von 14 cm, also im oberen Bereich. So, dann nehme ich mir jetzt mal güldenen Bindedraht hinzu. Ich mache den jetzt hier mal eben so einmal grob drumherum. Ich glaube für den Anfang mal eben hier so locker flockig, sag ich mal, drumherum legen. Halte das jetzt hier mal mit dem Daumen fest und umwickel den Topf mit meinem Bindedraht. Müsst da nur ein bisschen aufpassen, nicht, dass der Bindedraht im schlimmsten Fall von eurem Topf hinunterflutscht. Ja, und dann kann man halt letzten Endes nochmal von vorne anfangen. Da werdet ihr auch ordentlich an Draht benötigen. Also besser zu viel Draht drumherum wickeln als nachher zu wenig Draht. Und ich ziehe den jetzt aber nicht knallestramm. Das ist jetzt wirklich so, ich sag mal, locker flockig hier drumherum gewurstelt. So, den Bindedraht schneide ich jetzt mal ab. Ja, okay, sie hat geschnitten. So eine ganz alte Drahtschere. Ich mache das jetzt hier mal ab und forme mir daraus halt ein Drahtgeflecht aus. Also wirklich so miteinander verwursteln, verfriemeln, dass das nachher letzten Endes einen Kranz ergibt. Ne? Wirklich hier so hin und her schuckeln erstmal und dann halt wiederum den Kranz ausformen. Und dieser Kranz, der kommt nachher um das Glas drumherum. Ne? Das kann ich euch ja jetzt hier schon mal erzählen.
So, ich bin jetzt gerade dabei, den Kranz hier drumherum zu justieren. In meinem Fall passt das jetzt auch schon mal soweit. Ich würde das Ganze dann letzten Endes noch auf so einer Baumscheibe platzieren. Das könnte ich jetzt eigentlich auch schon mal direkt machen. Ich überlege gerade, wo habe ich denn jetzt hier eine Baumscheibe? Ach, ich sehe schon eine. Ha, habe ich jetzt gerade ein Glück. Kleinen Moment. Ich frage mich gerade, was mein Hund Imelda wieder hat. Ich glaube, ihr hört die jetzt gerade mit ihrem Belly. Was ist das denn hier? Ja, mal eben abmachen. Ja, am besten wirklich direkt auf so einer Baumscheibe zum Beispiel platzieren. Dann könnt ihr jetzt hier den Draht nochmal justieren. Das hat halt wirklich so ein richtig schönes, lockeres Drahtgeflecht ergibt. In das Drahtgeflecht arbeite ich nun Stacheldrahtpflanze, Eukalyptus und getrocknetes Schleierkraut ein. Das Schleierkraut, das stammt noch aus irgendwelchen vorherigen Projekten. Das hatte ich halt damals beiseite gelegt, dass es halt eintrocknen kann. Ja, und jetzt kann ich das halt wiederum für dieses Projekt verwenden. Ich muss mir mein Grün auch noch ein bisschen zurechtschneiden, zumindest halt hier die Stacheldrahtpflanze und auch das Schleierkraut. So, lala. Und dann wird das so zwischen diesem Drahtgeflecht einfach hineingesteckt werden und so, ich sag mal, zwischen dem Draht entlang gefriemet werden. Dass das halt nicht irgendwie seltsam absteht. Ich glaube, ich mache jetzt mal hier komplett den Anfang mit der Stacheldrahtpflanze. Ja, und so eine ähnliche Geschichte hatte ich übrigens irgendwann mal vor ein paar Tagen, vor 2-3 Wochen bei uns im Gartencenter gesehen. Damals war das aber herbstlich dekoriert. Da hatten sie aber auch Eukalyptus mit Schleierkraut kombiniert. Fand ich auch total schön. Und ich habe vor etlichen Jahren auch mal einen Adventskranz mit Eukalyptus und Schleierkraut kombiniert. So rum. Ich drehe das hier mal ein bisschen für euch. Na, einfach so Step by Step. Dann halt die Materialien peu à peu einarbeiten. Eukalyptus, ja, den möchte ich jetzt ungern zurechtschneiden, aber ich zeige es euch jetzt trotzdem mal. Dann schneidet ihr den einfach knapp oberhalb der Blätter. Dann hat man auch noch einen netten Abschluss. Ne? Dann kann man hier sowas auch wieder einarbeiten. Das wäre ein bisschen zu schade, das dann alles zu entsorgen. Diese, ich sag mal, etwas unschöneren Enden oder halt einen unschöneren Anfang, wie rum auch immer. Und dann hier mal den Draht nehmen, drumherum friemeln und dann, wie gesagt, peu à peu das Ganze einarbeiten. Ich werde jetzt noch diese Herzkugeln einarbeiten und dann habe ich noch bronze angesprühte Ginkgo-Blätter hier liegen. Die Sprühfarbe packe ich euch mal mit in die Videobeschreibung ein. Ja, und die Materialien werden jetzt auch weiterhin nur in dieses Drahtgeflecht hineingesteckt werden. Bei diesen Kugeln, da werde ich diese Aufhänger dann auch letzten Endes mal verstecken, dass man die halt nachher nicht mehr sehen kann. Und bei den Ginkgo-Blättern habe ich aber jetzt nur welche genommen, wo auch noch so kleine Stiele dran vorhanden sind. In einem der vorherigen Videos hatte ich euch ja erzählt, dass ein sehr guter Freund mir Ginkgo-Blätter freundlicherweise mitgebracht hat. Ich habe hier noch eine ganze Tüte voll, also ich glaube, ich kann die jetzt gar nicht alle letzten Endes mal verwenden oder verwerten. Aber ist nicht schlimm, das, was ich nicht brauchen werde, das verteile ich dann auf dem Kompost. Er hat es aber wirklich sehr gut gemeint. Bevor ich jetzt die Kerze platziere, fülle ich auch mal wieder zunächst Sand in mein Glas hinein. Ja, können wir ruhig alles nehmen, was soll's. Ist das jetzt ja erstmal aufgebraucht, der Sand. Ich habe mich jetzt hier bewusst für diese, ja, ich sag mal goldene Kerze entschieden. Ich weiß nicht, wie die jetzt farblich im Video aktuell rüberkommt. Ja, und somit habe ich jetzt diese Dekoration auch fertiggestellt. Ja, und wie üblich findet ihr nochmal alle benötigten Materialien für das Projekt in der Videobeschreibung. Und ich werde mich dann jetzt einfach mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.